Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir wieder mal ein interessantes Thema für euch, beziehungsweise auch ein Thema, wie ihr euch eventuell was zurückerstatten könnt. Und zwar geht es um das Thema Showtime. Das heißt, wir haben am 20.06. bei uns auf unserem Kanal die Showtime vorgestellt. In diesem Video hier seht ihr, und das soll quasi oder sollte die erste Solana KI Smartwatch der Welt sein. Und ich muss sagen, mir hat auch die Idee dahinter gefallen, das Konzept etc. Ja, und auch alles, was dahinter stand. Das Team, ich selber habe auch investiert in Showtime, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch 1,5 Solana für die Smartwatch bezahlt. Aber es ist halt eben aktuell so, diese Smartwatch wird es nicht geben. Wieso, weshalb, warum, gucken wir uns natürlich gleich an. Ja, das ist die offizielle Seite show.watch. Hier wird die Uhr auch dementsprechend nochmal vorbestellt, also vorgestellt. Quasi die Showtime-Uhr. Und wie gesagt, ich muss sagen, ich finde die Uhr eigentlich richtig cool, zumindest das, was man damit vorhatte. Zum Beispiel, ihr habt es gerade gesehen, einen Handschlag zum Beispiel bezahlen etc. Das heißt, es gab halt eben viele Ideen, was das Team letztendlich hatte. Ihr seht es auch hier nochmal durch Gesten zum Beispiel, Token-Transaktionen durch Gesten etc. Also alles das ist dementsprechend möglich oder sollte möglich sein mit dieser Smartwatch. Und wie gesagt, leider ist es so, dass es halt eben zu dieser Uhr nicht kommen wird aktuell. Und zwar gucken wir uns das jetzt auch dementsprechend mal im Discord an. Ja, ihr seht es also hier, es wurde am 21.03. bekannt gegeben, dass halt eben aktuell das Projekt Showtime gestoppt wurde. Das bedeutet, momentan ist es halt eben so, dass die Projekte kein Hersteller quasi finden, der diese Showtime Smartwatch quasi für die Bedürfnisse herstellen kann. Deswegen ist es halt eben so, dass das Projekt Showtime aktuell, was ihr hier dementsprechend auch nochmal seht, oder ihr habt wahrscheinlich euch, oder der ein oder andere zumindest hat sich bestimmt eine Uhr dort bestellt, seht ihr hier, ist aktuell erstmal eingefroren. Das heißt, ihr seht es auch hier nochmal, es wird eine Rückerstattung geben. Das heißt, jeder von euch, beziehungsweise jeder, der sich eine Showtime Watch quasi bestellt hat, bekommt eine E-Mail dazu nochmal. Das heißt, es sollte am 25., 26. März bei euch irgendwann reinkommen sozusagen. Und es ist halt eben aktuell so, dass ihr eine Rückerstattung bekommt von 90%. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel $450 bezahlt hat, bekommt ihr 90% davon zurück. Da haben auch schon die Leute gefragt, wieso, weshalb, warum ist das so? Und die haben halt eben auch geschrieben, dass halt eben zum Beispiel die 10%, die jetzt nicht ausgezahlt werden können, nicht persönlich in Anspruch genommen wurden. Ein Teil der Mittel wurde an unsere Community-Mitglieder zurückverteilt. Darüber hinaus wurde ein erheblicher Beitrag für Entwicklung, Marketing und andere Betriebskosten ausgegeben. Das bedeutet, die hatten auch dementsprechend schon Kosten, haben mit euren Geldern sozusagen gearbeitet. Ich muss sagen, es ist wirklich schade um das Projekt und ich hätte mir auch das vorgestellt, dass das Ganze auch gut funktioniert. Was halt eben ein bisschen umstritten ist, sage ich jetzt mal, dass halt eben nur 90% ausgezahlt werden anstatt der 100%. Aber hier steht es auch nochmal klar und deutlich drin. Die haben halt eben auch dementsprechend das Geld gebraucht, um damit zu arbeiten, um für die Entwicklung, für das Marketing, andere Betriebskosten. Das ist letztendlich auch schon klar. Ja, das heißt, ihr werdet, also falls ihr zu Hause, ihr oder je nachdem, wer das Video jetzt sieht, ihr euch eine Showtime Watch bestellt habt, ihr werdet in den nächsten Tagen eine E-Mail bekommen. In der E-Mail könnt ihr dementsprechend eine Rückerstattung beantragen. Steht auch hier nochmal drin. Und in dieser E-Mail wird auch ein Formular dran sein. Das zeige ich euch natürlich jetzt auch gleich nochmal. Das heißt, ihr seht hier, dass das Formular, das ist quasi das Refund Application Form. Findet ihr noch E-Mail, hier steht es auch nochmal drin. User, die zum Beispiel die 3 Solana bezahlt haben, werden 2,7 Solana zurückbekommen. User, die halt eben die $450 bezahlt haben, ist ja quasi der gleiche Wert zu dem damaligen Zeitpunkt gewesen, werden jetzt 405 USDC quasi zurückbekommen. Dieser Refund-Prozess wird ungefähr 15 Tage dauern. Das heißt, ich sag mal so, nach 2 Wochen ist quasi das oder fast alles das, was ihr mal für eure Showtime Watch bezahlt habt, bekommt ihr wieder zurück, wenn ihr das wollt. Also ihr habt die Möglichkeit, hier dementsprechend das zurückzufordern. Es wird jetzt auch die nächsten Tage, beziehungsweise aktuell läuft noch eine AMA, also Ask Me Anything. Da wird es noch weitere Informationen dazu geben, aber nichtsdestotrotz ist jedem das Recht eingeräumt worden, hier dementsprechend einen Refund zu beantragen, das heißt eine Rückerstattung.
Und das Formular, hatte ich ja eben schon gesagt, bekommt ihr dementsprechend mit der E-Mail zusammen zugestellt. Das heißt, ihr geht in euren Account rein, Connect Wallet, weil die wollen einfach nur die brauchen nur eure Solana Wallet quasi und eure E-Mail-Adresse. Das heißt, womit ihr euch auf der Seite angemeldet habt, sozusagen, seht ihr hier. Und dann gebt ihr unten einfach nur ein, also eure registrierte E-Mail-Adresse, womit ihr euch dort angemeldet habt und eure Solana Wallet-Adresse kopiert ihr hier rein. Geht dann hier dementsprechend auf Agree oder Disagree, also Agree genehmigen oder nicht genehmigen. Wenn ihr quasi auf Agree drauf geht, geht dann hier unten auf den Button senden. Dauert es circa 15 Tage, also rund also 2 Wochen, sage ich jetzt mal. Dann ist quasi diesen Betrag, den ihr für diese Smartwatch bezahlt habt, wieder auf eure Solana Wallet oder ihr dementsprechend, ja, klappt, die Abwicklung war komplett über Solana. Ja, von daher geht das alles seinen Gang. Also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schade ums Projekt. Ich fand die Idee richtig cool, was die Smartwatch angeht. Und auch die Funktionsweisen, Gesten, Steuerung für Transaktionen etc. Es sind auch Airdrops, waren angekündigt, zum Beispiel von Bonk etc. Das heißt, das wäre alles möglich gewesen. Aber wie gesagt, das Unternehmen findet halt eben aktuell keinen Supplier dafür. Das bedeutet kein Hersteller, der quasi diese Uhr dementsprechend herstellen kann. Und ihr seht ja auch nochmal die exklusiven Benefits quasi für Early Adopter, zum Beispiel exklusive Airdrops, Whitelist-Spots etc. Also das wäre natürlich wirklich, wirklich cool geworden gewesen. Aber wie gesagt, ist leider nicht. Ja, Showtime quasi Game Over, um es mal letztendlich so auszudrücken. Von daher holt euch euer Geld letztendlich zurück. Sicherlich sind es nur 90%, aber das ist besser wie jetzt noch länger warten. Ja, die werden auch nochmal, wie sie es hier im Discord angekündigt haben, auch nochmal in weitere Finanzierungsrunden reingehen. Das heißt, ganz tot wird das Projekt nicht sein. Es wird halt eben nur ein bisschen dauern, ehe was Neues auf die Beine gestellt werden kann. Ja, last but not least, kurzer Shoutout nochmal an unseren CryptoStars Telegram-Community. Wir sind aktuell 437 Mitglieder. Auch diese Informationen, die ich euch gerade hier vorstelle, haben wir auch hier dementsprechend schon geteilt in unserer Sparte Move to Earn sozusagen. Das heißt, Bewegung, um halt eben was zu verdienen. Da haben wir natürlich ja auch, also dementsprechend auch Showtime, Qdis und wie sie nicht alle heißen, WatchX, das haben wir natürlich bei uns alles unter einem Dach. Ja, das waren halt eben heute mal nicht so gute Nachrichten, sage ich jetzt mal. Nichtsdestotrotz, nehmt den Refund mit, holt euch euer Geld zurück, die 2,7 Solana. Ich würde vorschlagen, sowieso aktuell erstmal die Solana auf der Wallet liegen zu lassen. Der Preis wird sich wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen, Monaten nochmal richtig schön stabilisieren. Aktuell würde ich halt eben nicht verkaufen, da macht man natürlich dementsprechend noch ein bisschen mehr Nasse. Also wenn man jetzt direkt auf Solana gekauft hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, holt euch eure Kohle zurück. Und sollte es nochmal Informationen geben über Showtime, also quasi über diese KI-gesteuerte Smartwatch etc., dann werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Ja, liebe Leute, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch was. Bis die Tage. Bis später. Ciao.